Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Themen, die ich vorbereitet habe, sind ja zwei Sachen, die relativ lustig sind. Einige Sachen, die weniger lustig sind. Weniger lustig ist, dass wir die Klimakleber, Klimakriminellen, Klimaverirrten da durchaus Klimaterroristen wieder Flughäfen heute blockiert haben in Deutschland und dazu Problemen geführt haben. Dann hatten wir das Thema Boeing wieder, die haben Probleme bei Kabellage gefunden, aber diesmal sind auch ausgelieferte Flugzeuge betroffen. Wir gehen dann weiter zu dem Thema Edelweiss. Die haben ihre Langstreckenziele erweitert, weil sie ja auch neue Flugzeuge bekommen. Und wir haben ein Thema, das weiß ich nicht, wie ihr das seht, da habe ich was gesehen auf einem anderen Kanal, und zwar Dan P., der hatte geschrieben, dass die Dame alles mit ihren Füßen im Flugzeug angedetscht hat. Ich zeige euch Bilder, ihr könnt euch entscheiden, ob das eklig ist oder nicht. Weiter geht es dann mit einem Thema, wo ich auch sagen muss, dass mir auch schon passiert ist. Da hat United was auf Insta gepostet und da geht es darum, dass man Leuten einen guten Flug wünscht, wenn sie beim Check-in oder beim Boarding einem einen guten Flug wünschen. Aber die fliegen ja nicht mit, die machen ja nur ihren Job. Also hier noch etwas Lustiges dann zum Abschluss. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch hier zu kommentieren. Und nein, die Rufnummer ist nicht spiegelverkehrt. Das ist 213, glaube ich zumindest, 21333 Miles. Und Miles kannst du halt drücken über die Taste. Müssen wir mal gucken, unter den Buchstaben sind unter den Nummern sind Buchstaben, so ist es richtig. Ja, wir starten mit dem ersten Thema und das erste Thema ist halt wieder das Thema, was einem wirklich auf die Nerven geht, wenn man ehrlich ist. Und da muss ich die Maus auf dem Tisch bewegen, weil auf der Glasplatte fusioniert es nicht ganz so gut. Ja, auf jeden Fall sind die Klimahysteriker, Klimaterroristen, Klimakriminellen wieder am Start gewesen mit ihrer berühmt-berüchtigten orangen Weste und mit Oil Kills. Die waren auf den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn. Köln-Bonn kam mir gestern auch in die Schlagzeilen, weil der militärische Teil abgesperrt worden ist. Es ist ja auch Geilenkirchen, wo die Airbags sind, abgesperrt worden, weil man ein Loch im Zaun gefunden hat. Man hat auch dort was rausgefunden in Köln-Bonn, dass damit die Wasserversorgung gespielt worden ist mit einem Brunnen oder sowas. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt, dass diesmal die Klimaaktivisten waren und kein terroristischer Anlass dahinter war, wobei ich nicht ganz weiß, ob die Klimaterroristen nicht Terroristen sind. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass in Nürnberg wurde der Flugplan zum Beispiel teilweise eingestellt, auch an anderen Flughäfen. Und da ist es so, die Organisation sagt in der Mitteilung friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift Oil Kills, und das finde ich immer so geil, in Deutschland muss man ja dann immer die Übersetzung schreiben, Öl tötet, und sign the treaty, dass man also den Vertrag unterschreibt. Das sind halt die Sachen, die dort zur Schau gestellt werden, aber die Start- und Landebahnen wurden nicht dort in irgendeiner Art und Weise betreten oder man hat sich da auch nicht festgeklebt. Ja, die zwei Aktivisten haben sich auf den Zubringer zur Start- und Landebahn festgeklebt. Flugverkehr sei dadurch nicht beeinträchtigt worden in Stuttgart, in Köln wurde er beeinträchtigt und wieder normaler Flugbetrieb ist auch in Nürnberg und Aktivisten auch in Berlin auf der Rollbahn. Man hat übrigens auch nebenbei jetzt mal die SPD-Parteizentrale mit Farbe bespritzt, auch etwas, was ich nicht gut finde, unabhängig welche Partei das ist. Auf jeden Fall ist es so, dass man dort orange Farbe hat. Das Lagezentrum Polizei in Berlin teilte mit, in dem Fall, dass man das Willy-Brandt-Haus-Bezirk Kreuzberg besprüht hatte. Dann wurde mir ja nicht gesagt. Man möchte halt, dass man auf Öl, Gas, Kohle und so weiter verzichtet. Das ist halt so, die Österreicher haben es eingesehen, dass das ein aussichtsloser Kampf ist. Deshalb gibt es die nicht mehr. Das sollten die in Deutschland auch ehrlicherweise tun. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Also ich bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht, ob die da zu ihrer Ruhe finden und dann merken, dass das Ganze vielleicht nicht so richtig ist. Also der Weg des Widerstands, den sie gehen, so meine ich das, ne? Dass sie andere Formen aussuchen sollen. Wer sich auch andere Formen aussuchen soll,
Das sind die Freunde von Boeing. Boeing hat ja mit der 737 MAX echt ein Stressthema. Und die haben jetzt bei bereits ausgelieferten Flugzeugen, zwar 3 Stück, und auch bei den Flugzeugen im Betrieb, die noch hergestellt werden, also die sind noch bei Boeing selber in der Produktion, festgestellt, dass dort Kabelfehler sind. Man hat ja mit Fly Dubai Probleme, man hat ja auch mit Alaska Airlines Probleme, die wollen ja auch den Flieger nicht zurückhaben. Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist, wo die Tür rausgegangen ist. Und man hat ein Problem mit der Sicherheitskultur. Der Kollege Kalun, der ja der scheidende Boeing-Chef ist, will sich auch jetzt mit einem Whistleblower treffen. Das wäre auch mal eine interessante Sache, dass er sich jetzt der Sache mal endlich annimmt und da halt wirklich guckt, was Phase ist. Und wenn man dann wirklich auch guckt, was da passiert ist, zum Beispiel mit der 737, der Flug nach Tallinn, ich bin gerade in Tallinn, von Fly Dubai wurde ja auch gestrichen, weil der Flieger nicht kommt. Das heißt also, sie können es gar nicht anbieten. Dann SunExpress-Chef Max Konakski sagte auf die 737 MAX 8 bezogen, wir haben für 2024 die Lieferverzögerungen ausgeglichen, aber für 2025 haben wir ein Thema. Also das heißt, auch da gibt's noch Probleme. New Zealand hat ja auch seine ganzen Sachen gekippt. Man hat die 787 ja auch nicht so bekommen, wie man sie wollte. Lufthansa übrigens auch nicht mit der Allegris. Es war auch interessant zu sehen, was ihr für Kommentare hattet in Bezug auf die 30 Allegris-Maschinen, die es Ende nächsten Jahres geben soll. Ja, auf jeden Fall müssen die Flugzeuge nachgearbeitet werden, weil es dort bei den Junction Boxes, also Verteilerboxen sind das, da ein Fehler bei der Verkabelung festgestellt worden ist. Und da gibt es halt wirklich das Problem, dass auch bei ausgelieferten Maschinen ist 3 Stück. Und da würde das jetzt auch demnächst gemacht. Allerdings ist halt die Anzahl, die in der Produktion befindlichen, wo der Fehler ist, unbekannt. Kann man ja aber nachgucken, kann man ja kontrollieren. Also auch hier wieder ein bisschen zur Verspätung. Nachdem man jetzt 43 Flugzeuge ausliefern konnte, weil man im Plan war, das war natürlich toll, aber jetzt wie der August dann wird, bin ich mal auch gespannt, ob das dann zu sehr zu Einschränkungen führt. Wir haben heute echt eine kurze Sendung, weil ich muss auch gleich zum Termin. Wir haben jetzt als Thema Edelweiss. Edelweiss hat ja die neuen 350er Lackierung gezeigt. Das heißt also, die erste Maschine ist lackiert, ist eine ehemalige LATAM-Maschine, die Lufthansa wahrscheinlich günstig geschossen hat. Und die haben jetzt auch ab 2025 den Flieger dann in der Flotte. Und was interessant wird, ist halt, welche neuen Flüge es gibt. Und zwar wird es dann den Flug geben, zum Beispiel nach Seattle und Halifax. Die sind auch buchbar. Und damit wird es 7 Destinationen geben, denn es gibt ja noch andere Destinationen, die sie anfliegen in den USA. Denver, Las Vegas, Tampa Bay und Calgary und Vancouver in Kanada, also Nordamerika. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das Produkt seht. Viele von euch sind ja nicht so happy, weil es ein 222 ist. Ich persönlich ist ja der Lot-Sitz im Prinzip, ja, ist jetzt nicht hübsch, aber wenn man zu zweit fliegt, ist es eigentlich ganz okay. Ich bin mal gespannt. Nein, ich bin nicht gespannt. Eigentlich das Personal bei Edelweiss sollte das Manko ausgleichen können und sollte da wirklich dann für eine Verbesserung im Produkt sorgen. Ihr könnt ja mal unten schreiben, was ihr dazu haltet, was ihr davon denkt, was ihr dazu fühlt. Wir gehen jetzt auf ein Thema, das interessant ist. Und zwar, wenn ihr die Bilder seht, seht ihr, dass der Kollege Dan P. die folgenden Bilder dann eingestellt hat, wo die Dame mit ihren nackerten Füßen auf dem Sitz an den Monitor rumdaddelt und diese Slipper werden halt nicht benutzt. Und er schreibt halt dazu auch, dass man müsste das doch eigentlich wissen, no shirt, no shoes, no dice oder no shirt, no shoes, no service. Und da ist es halt wirklich so, dass man da wichtigerweise ja ein bisschen Kultur an den Start bringen sollte. Interessant finde ich die Kommentare darunter, wo einige Leute sagen, ja, das ist kein Problem, ja, wir haben ja keine dreckigen Füße oder sowas. Nein, natürlich ist das ekelhaft und ich weiß nicht, inwieweit der Monitor gecleant wird, aber ich persönlich finde das halt wirklich nicht gut und ob man jetzt einen Passagier dafür 1000 Euro als Gutschein oder Dollar, was in dem Fall bei United anbieten muss, weil sie sollte ihre Füße von dem Tray
Table runternehmen, also dass man die da nicht drauf tut. Fand ich auch eine Geschichte. Aber ich bin mal da wirklich gespannt, was ihr dazu denkt, was ihr zu diesen Füßen sagt. Ich finde es wirklich ekelhaft irgendwo auf einer gewissen Stelle, denn man muss ehrlicherweise sagen, Füße sind jetzt etwas unhygienischer als die Hände. Aber nichtsdestotrotz ist das wieder ein Zeichen. Dieses Tuch, was es gibt, um sich das Gesicht irgendwie dazu zu machen, ist vielleicht eher besser angebracht, wenn man damit nochmal alle Flächen einmal abwischt und hofft, dass es desinfizierend wirkt. Oder man nimmt Sakrotan, glaube ich, das ist das, was da hilft. Ist kein Mundwasser oder sowas, sondern einfach damit das halt einfach ist. Also Leute, bedient den Monitor nicht mit den Füßen, nimmt die Fernbedienung, dafür gibt es die Fernbedienung. Gibt es auch bei United, ganz wichtig. Und man sieht, dass Ekligkeiten nicht nur in der Economy Class, sondern auch in der Business Class und sicherlich auch in der First Class passieren. In den First Class Suiten der Lufthansa wird es dann nicht mehr zu sehen sein, weil man die Tür einfach zumacht. Bei Emirates sieht man schon lange nicht mehr. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man mit den Füßen überhaupt an den Bildschirm rankommt, weil da so viel Platz ist. Aber auch hier könnt ihr einfach mal kommentieren, was ihr dazu denkt, was ihr mit dem Verhalten der Dame mit den nackerten Füßen macht. Ob das für euch so okay ist oder ob ihr denkt, Wir haben jetzt nochmal ein Thema, was auch nochmal in dem Bereich von ist, vielleicht für den einen oder anderen. Und ich weiß es gar nicht. Schaut es euch erstmal an dieser Stelle an. Have a nice flight. You too. You too? Stupid, stupid, stupid. You too? God, you too? Freaking kidding me? You too, really? Ja, man muss jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, ich lasse es weiterlaufen. Das passiert ja doch schon mal. Das ist ja auch kein wirkliches Drama, so wie die Dame das da macht. Es ist natürlich übertrieben, es ist auf United gekommen, aber mir ist es durchaus auch schon mal passiert, nach dem Check-in, wo gesagt wird, ja, guten Flug, dann sage ich, danke ebenfalls. Oder schönen Urlaub, ja, danke ebenfalls. Aber die Leute, die da arbeiten, die sind ja halt nicht im Urlaub, die sind ja unterwegs und Gott sei Dank ist mir das wirklich viele Jahre nicht mehr so passiert, wo ich mich wirklich zurückhalten muss und sagen muss, ja, nee, die fliegen ja nicht, also aufpassen, Lars. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das eher aus dem Bereich des Lustigen ist und eher das Verschmerzende ist. Ich glaube, dass die Leute sich freuen, dass man zumindest höflich ist. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also wenn ihr am Counter arbeitet oder in der Aviation arbeitet und ihr sagt guten Flug und ihr seid ein Dienstleister, der Passagiere da abfertigt oder an Bord bringt oder whatever und die sagen dann danke ebenfalls, was denkt ihr denn dazu? Sagt ihr dann auch Marmel oder was? Also insofern, das würde für mich jetzt so ein Moment sein, wo ich sage, meldet euch, schreibt unten drunter. Und weil ich jetzt Schluss machen muss mit der Sendung, kann ich euch nochmal die Fragen des Tages hier zusammen kredenzen. Natürlich habe ich eine Frage des Tages zu dem, was die Dame gemacht hat. Ist euch das auch schon mal passiert, dem man jemandem am Schalter oder beim Boarding oder wo auch immer, der sagt, guten Flug zu wünschen? Ja, ebenfalls oder auch einen guten Flug. Und dann natürlich das Thema, was macht ihr mit der Dame, die da ihre Füße nicht im Griff hat, um es mal so zu nennen. Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten und was ihr dazu sagt. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns dann morgen in alter Frische und ich gehe dann zu meinem Termin. Also, danke euch, bis dann, ciao, ciao und bis morgen. Also, bis dann, ciao. Jetzt will er nicht. Auf.